Ja, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, die Überraschung, sie kommt jetzt, und zwar, Ägypten ist ja in diesen Tagen in den Medien ganz stark präsent, wegen den Terror und so weiter, aber es gibt noch etwas in Ägypten, und zwar, vielleicht erinnern Sie sich, also vor einigen Jahren, im Jahr 2000, hat es in Ägypten mal die Meldung gegeben, dass eine Lichterscheinung der Gottesmutter ist. Und in diesen Tagen hat es das wieder gegeben. Und ich habe jetzt einen am Telefon, der sich da ganz genau auskennt, denn er hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Es ist Dr. Michael Hesemann. Sie kennen ihn alle, Erfolgsautor, Historiker. Ja, und ich darf in der Zwischenzeit sagen, auch ein ganz guter Freund von mir. Ganz herzlich willkommen, lieber Michael. Ich freue mich, dass wir zusammen sind. Ja, grüß Gott, lieber Josef, nachträglich frohe und gesegnete Weihnachten dir und allen deinen Zuschauern und Zuhörern und alles Gute und vor allen Dingen Gottes Segen für das neue Jahr. Dankeschön, auch für dich. Gottes Segen von allen unseren Hörern, denn ich denke, es schließen sich alle mit an, die da mit dabei sind. Ja, da war in Ägypten wieder so eine Lichterscheinung. Vergangene Nacht. 2 Stunden lang. Ich habe schon vergangene Nacht erste Berichte aus Ägypten bekommen und habe nun etwas vollständigere und Augenzeugenberichte und 4 oder 5 Bilder von den Erscheinungen vorliegen. Das war also vergangene Nacht, die Nacht von Samstag auf Sonntag, eben Fest der Heiligen Familie. Was für ein wunderbarer Zufall möchte ich gar nicht sagen, sondern eine wunderbare Verbindung in Balut. Balut liegt bei Al-Qusayr in der Provinz von Assiut in Oberägypten über der Kirche vom heiligen St. Georg. Und dieser Ort Balut ist so spannend, weil dort die heilige Familie auch durchkam, auch durch Al-Qusayr, auf ihrer Flucht nach Ägypten. Das liegt nur wenige Kilometer entfernt von dem Kloster Al-Muharrak, wo die heilige Familie 6 Monate und ein paar Tage lang blieb. Und der Ort in Ägypten, wo sie am längsten blieb und wo der heilige Josef dann auch den Traum gehabt hat vom Tod des Herodes, dass die heilige Familie zurückkehren konnte. Und also wirklich eine dafür prädestinierte Gegend. Und dort über der Kirche des heiligen Georg schwebte eine leuchtende Gestalt der segnenden Gottesmutter 2 Stunden lang und wurde von Tausenden von Kopten, also von ägyptischen orthodoxen Christen, beobachtet und von vielen auch mit ihren Handykameras fotografiert. Es gibt auch schon eine, aber nicht sehr gute Filmaufnahme. Und wir haben also einen Kommentar von einem Pater Lukas von dieser Kirche, der sagte, im Raum Qusayr hätte es sogar über mehreren Kirchenerscheinungen gegeben, nicht nur über der Kirche des heiligen Georg. Also eine sehr beeindruckende Manifestation, die sehr stark erinnert an die Marienerscheinungen 2009 in Warak bei Kairo, bei Gizeh, nördlich der Pyramiden gelegen. Oder im Jahre 2000 in Assiut direkt, in der Stadt direkt. Oder die ganz berühmten Marienerscheinungen vor genau 50 Jahren, da haben wir im April praktisch Jubiläum gefeiert, in Kairo direkt die ganz berühmten Marienerscheinungen, die dort stattgefunden haben. 3 Jahre lang über der Marienkirche von Zeitun, einem Vorort bei Heliopolis in Kairo, wo auch die heilige Familie durchkam auf der Flucht nach Ägypten. Also ich habe ständig Kontakt mit Ägyptern. Ich habe ja, seitdem ich dort recherchiert habe für mein Buch Jesus in Ägypten, eine ganze Reihe koptischer Freunde und bekomme also ständig alle paar Stunden hier neue Nachrichten. Und nun bleibt abzuwarten, und das wird sich diese Nacht entscheiden, ob das eine einmalige Angelegenheit war oder ob es wieder eine Reihe von Marienerscheinungen gibt, weil wie gesagt, in Zeitun 3 Jahre lang hintereinander oder auch in Assiut waren wochenlang Erscheinungen, in Warak waren immerhin 3 Tage lang. Also da müssen wir schauen, ob es eine ganze Serie wieder gibt oder ob es ein einmaliger Vorfall blieb.
Ja, es ist ja interessant, dass also, diese Erscheinungen doch anders sind als die Erscheinungen, die eigentlich in der katholischen Kirche sind. Da sind es immer ganz personelle und da sind es diese Lichterscheinungen. Genau, es gibt also die Marienerscheinung, die wir in der katholischen Kirche haben. Da erscheint die Gottesmutter in der Regel ja ein paar Seherkindern oder einem Seherkind wie in Lourdes oder meinetwegen mehreren wie in Medjugorje oder in Heroldsbach und übermittelt ihnen Botschaften. Während die koptischen Marienerscheinungen, da erscheint die Gottesmutter für alle, auch für Muslime und Atheisten und wen auch immer, wer da auch immer hinkommt, für alle Menschen sichtbar, leuchtend, strahlend am Himmel, aber ohne Botschaften und so real, dass wie gesagt auch Fotos und Filmaufnahmen gemacht werden können, wie es sie in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Und die früheren Fälle sind von der koptischen Kirche auch anerkannt worden. Nun natürlich wird eine Untersuchung eingeleitet, die ein paar Wochen dauern wird und dann werden wir sehen, ob die koptische Kirche auch diese Marienerscheinungen anerkennt. Es spricht auf jeden Fall momentan gar nichts dagegen, weil es gibt, wie gesagt, tausende von Menschen, die es beobachtet haben. Das ist interessant. Und es ist ja interessant auch, dass eigentlich solche Erscheinungen nur bei den Katholiken und bei den Kopten gibt. Ansonsten hört man so etwas nirgends. Ja doch, es gab also schon eine Reihe von Marienerscheinungen in der Geschichte der russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt sogar ein Kloster im Norden der Ukraine, wo ein Fußabdruck verehrt wird, den die Gottesmutter bei einer Marienerscheinung einem Mönch gegenüber hinterlassen hat. Also das gibt es schon. Es gibt schon, nur in der jüngeren Vergangenheit haben wir nur Fälle, wo einzelne heilige Marienerscheinungen gehabt haben, aber keine Massenerscheinung. Die letzte Massenerscheinung hatten wir im Ersten Weltkrieg vor einer Schlacht, wo die russische Armee von der Gottesmutter gesegnet wurde. Ja, es ist also auch interessant, dass gerade in der russischen Kirche ja der Glaube viel stärker ist als bei uns. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch bedauerlich, wie gerade auch hier im deutschsprachigen Raum mit Marienerscheinungen umgegangen wird. Also wir haben ja das berühmte Beispiel Heroldsbach in der Nähe von Erlangen. Das ja ganz schlimm ist, ja. Genau, in Bayern, im Norden von Bayern und was aber zu Franken schon gehört. Und dort hat wirklich der Bischof die Marienerscheinungen bekämpft damals, 1949 bis 1952. Da wurde den Seherkindern bei Androhung des Interdiktes verboten, dass sie überhaupt an den Ort der Erscheinung gehen und darüber reden und überhaupt, wie gesagt, dahin gehen, wo die Gottesmutter sie hinbestellt hat und den Gläubigen genauso. Und das war also ein regelrechter Kampf und die Kinder waren in Gewissensnöten, sollen wir nun dem Bischof gehorchen oder der Gottesmutter, und haben dann der Gottesmutter gehorcht. Aber das führte dann in der Tat zum Interdikt und die waren also jahrelang exkommuniziert und konnten nicht heiraten in der Kirche und konnten nicht die Heilige Kommunion auf legitimem Weg empfangen und so weiter und so fort. Also es war ganz, ganz schlimm. Ja, das war ja auch im Marienfried ähnlich. Also nicht ganz so schlimm, aber da waren ja auch Erscheinungen, die nicht genau. öffentlich gesagt werden durften. Also insofern ist der Umgang mit Medjugorje schon wohltuend, wo ja die Kirche sich doch sehr offen und neugierig stellt, wo natürlich noch kein endgültiges Urteil vorliegen kann, weil die Erscheinungen noch andauern, wo aber die Bewertung der ersten Erscheinungen auf jeden Fall schon mal recht positiv war und wo man natürlich aufgrund des gewaltigen Anstroms von Pilgern und der vielen Bekehrungen und der vielen Beichten dort sagen kann, es ist auf jeden Fall ein Gnadenort, egal wie das Urteil immer aussehen wird. Und dasselbe kann man von Heroldsbach sagen, wo heute noch nach einem halben Jahrhundert rund um die Uhr Anbetung stattfindet und die Pilger hinkommen und jeder, der hinkommt, einfach spürt, da ist etwas präsent und da spürt man die Nähe der Gottesmutter. Und darum sind Marienerscheinungen auch immer ein Segen für die Menschen, weil sie damit unmittelbar das Eingreifen Gottes in die Geschichte spüren können und erkennen können, unser Gott ist eben nicht irgendwo ein ferner, weit entfernter Gott, sondern ein lebendiger, der durch die Gottesmutter in die Geschichte eingreift und den Menschen gerade auch in
schweren Zeiten. Und was machen die Ägypter momentan durch? Wir hatten gerade wieder einen Terrorakt, in schweren Zeiten beiseite steht und ihnen dann doch durch die Präsenz der Gottesmutter klar macht, ihr seid eben nicht allein in der Verfolgung. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Genau, und eure Mutter wacht über euch. Ja, genau, dieses Wort, das kommt immer zum Tragen. Also ich finde das etwas ganz Großartiges und dass du uns da jetzt also diese Auskunft gibst, das finde ich also ganz sensationell für unseren Kind, ist das etwas ganz Tolles. Also beten wir, dass es andauert. Wie gesagt, die Erscheinung war vergangene Nacht, also wir sind hier brandaktuell dran. Ich lade auch alle Hörer und Zuschauer ein, dass sie auf meiner Facebook-Seite sich einschalten. Da berichte ich dann regelmäßig eben darüber, sobald ich irgendwas von Ägypten erfahre. Wie gesagt, ich habe dort meine Quellen und war auch der Erste, der im deutschsprachigen Raum überhaupt darüber auf Facebook eben berichtet hat, von den ersten Bildern und Brocken der Informationen über nun nähere und Namen und Daten und Fakten und Hintergründe. Und es ist auch ganz beeindruckend, wie sich das dann einfach entwickelt und dass man sagen kann, hier praktisch vor unseren Augen geschieht das. Ne? Ja, also genau. Wenn jemand spontan genug ist und morgen nach Assiut fliegt, hat er die Chance? hatten wir alle Ferien, dann kann er vielleicht noch Glück haben und davon was mitbekommen. Ich will keine Garantie übernehmen, weil wir haben ja keine Ahnung, was wird die Gottesmutter morgen machen. Aber oder heute Nacht. Aber die Leute haben halt jetzt keine Zeit, die müssen Feuerwerke hochschießen. Ja, genau. Die armen Hunde leiden schon jetzt darunter. Wie geht's deiner Lucy? Ja, der geht es gut, meiner Hündin, der geht es gut, aber die hat natürlich auch wenn wir vor die Tür gehen, und das machen wir ja dreimal am Tag, immer wieder ihre Panikmomente, das wenn ist irgendwo ganz klar. Was knallt. Also die Knallerei ist schon eine Plage und ich wünschte mir, man würde mal die Hälfte von dem Geld in vernünftige Projekte stecken und nicht am Himmel verpulvern. Ja, das ist also etwas ganz Schlimmes, aber ich verstehe das auch nicht, warum das unbedingt sein muss. Ja. Das sind heidnische Bräuche ursprünglich aus China importiert. Ja, natürlich. Soll Dämonen vertreiben, aber bitteschön, wir haben doch für die Vertreibung von Dämonen das Heilige Kreuz und wir haben Gebete. Wir brauchen doch keine Knallerei. So ist es. Das ist aus der vorchristlichen Zeit lange her, also, dass das so einmal war, die Wintergeister zu vertreiben. Aber Genau. Aber wir haben, wie gesagt, und die Erscheinungen der Gottesmutter, das ist also etwas ganz Großartiges und ich bin also ganz, ganz glücklich, dass wir da wirklich so schnell und so nah am Ball sind. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du dazu gesagt hast, mit dabei zu sein. Nun, wie gesagt, wer mehr auch über die Hintergründe erfahren will, es gibt ja auch Literatur über die anderen Erscheinungen. In meinem Buch Menetekel wird über die Erscheinungen in Satun und in Barak berichtet mit Bildern, mit authentischen Augenzeugenberichten. In meinem Buch Jesus in Ägypten wird über die Stätten berichtet, über Al-Qusia, über Deir al-Muharraq, wo die heilige Familie 6 Monate lang blieb, die ganzen Stätten der Flucht der heiligen Familie. Und nun kann man sagen, Maria kehrte nach Ägypten zurück, gerade in dieser schweren Stunde, mitten im Terrorkrieg der islamischen Fanatiker gegen ein freies und laizistisches Ägypten und auch gegen die koptische Minderheit. Da erscheint die Gottesmutter wieder und tröstet ihr Volk. Wäre das ein Thema für den Vortrag im Frühling? Das wäre unbedingt ein Thema, gerne. Jetzt haben wir verraten, dass du wieder bei uns im Frühling da bist mit einem Vortrag. Sehr gerne. Und wir können auch verraten, dass wir dann im Herbst, im November, nach Israel fliegen werden. Auf jeden Fall. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Ja. Ins Heilige Land. Ins Heilige Land, wo das alles begonnen hat. Der Gottesmutter. Denn ohne dem wäre das also, was wir da heute berichten können, gar nicht geschehen. Und auch dort begreifen wir, im Heiligen Land begreifen wir, wie authentisch die Evangelien sind. Ja. Das sind eben keine schönen Mythen, Lügen und Legenden, sondern das sind Augenzeugenberichte, die so konkret sind, dass wir die Orte noch sehen können, vor unseren Augen sehen können, berühren können, dass wir auf den Steinen sitzen können, auf denen die Apostel saßen und dort beten können und auch das heilige Messopfer feiern können, wo
zum Beispiel die Bergpredigt stattgefunden hat oder die wunderbare Brotvermehrung. Also insofern, wir werden dort auch die Realität des Eingreifens Gottes in die Geschichte hautnah und vor Ort erleben, denn Gott ist nicht nur Mensch geworden, er ist auch ein Teil unserer Geschichte geworden. Genau. Und das unterscheidet eben unseren Glauben von vielen anderen Religionen. Wir haben keine Buchreligion, keine Offenbarungsreligion, wir haben eine Begegnungsreligion. Genau, das sage ich auch eine immer. Offenbarungsreligion, Ja. aber wir haben vor allen Dingen eine Begegnungsreligion. Menschen sind Gott begegnet, haben sein Wirken erlebt und haben von seiner Herrlichkeit berichtet. Und heute noch begegnen Menschen dem Wirken Gottes in der Realität und auch heute greift Gott in die Geschichte ein. Ja, und ich sage immer, er hat sich wirklich eines der schönsten Plätze auf der Erde ausgesucht. Auf jeden Fall einen wahren Garten Eden, muss man schon sagen. Also vor allem Galiläa. Und genau, gerade Galiläa ist ja herrlich mit den Blumen, mit den wunderbaren Hügeln und Wiesen und Weiden und was es dort alles gibt. Also ein herrlicher Ort. Und insofern werden wir auch die Schönheit, die auch immer Teil der Offenbarung Gottes war und immer ein Teil Gottes war, die Schönheit werden wir dort auch spüren können. Die Schönheit der Natur, die Schönheit der Landschaft, aber wirklich auch die Schönheit dieser heiligen Stätten und die auch wiedergespiegelt wird in der Heiligen Schrift. Ja, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir dich anrufen dürfen und hätte gleich die Bitte, sollte sich wieder etwas tun dort, dürfen wir uns wieder mal melden. Aber sehr gerne, Super. Sehr gerne. Ich kann gerne in einer Woche ein Update geben, dann wissen wir mehr, dann wissen wir vor allen Dingen, ob es noch weitere Erscheinungen gab. Also gerne. Also genau halt am nächsten Sonntag um 21:45 Uhr. Gerne. Okay. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Sehr aber gut. Gerne. Danke herzlich Meine und Freude. Gottes Segen für das neue Jahr. Und, alles Gute im neuen Jahr. Danke.